Ja, willkommen zurück zu Sherlock Holmes Crimes and Punishments. In der letzten Folge haben wir mit dem gleichen Bild hier aufgehört, mit dem Zugexperiment. Und damit würde ich sagen, starten wir einfach mal heute direkt in die Folge rein und schauen uns das Ganze mal an, wie wir das, wie wir das quasi veranstalten. Da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt. Okay, wir müssen jetzt die Sachen bauen. Wie drehen? Ah ja, okay. Dann bauen wir das Ganze hier die Radachse. Was haben wir denn noch? Handhebelanschluss. Kleines Zahnrad. Okay. Dann haben wir die Handhebel. Hier eine Bremse, die irgendwo mit reinkommt. Das müsste doch da drin sein. Genau, also das Ding, ne, wenn man an dem Hebel zieht, dann bremst man das ganze Ding. Okay, was haben wir denn noch für Teile? Was haben wir hier noch für Teile? Da müsste glaube ich noch jemand rein. Was auch immer. Holzbrett. Achso, okay. Dass man natürlich hier sich nicht, vermutlich nicht so auf die Fresse legt. Jetzt ist meine Maus gerade weg. Das ist auch sehr spannend. Holzrumpf. Zack. So, damit haben wir die zusammengebaut. Now here we have the fake train that we saw approaching Evesham Station last night. Doesn't look much like a train to me. Be patient, Watson. I haven't finished yet. Try using your imagination. Our train requires only a headlight and a steam whistle. Richtig. F. Genau, da. Das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall noch eine Lampe und eine Pfeife. Vielleicht finden wir die hier noch mit drin. Feuerlöscher. Können wir daraus irgendwas machen? Einen langen Stab. Da ist eine Lampe. So. Und eine Dampfpfeife. Schau an. Okay. Ach so, klar, mit dem Feuerlöscher werden wir wahrscheinlich die hier. The long pole is now attached. It will allow us to connect the headlight. Genau, so dass man nämlich hier oben die Lampe dran anbringen kann, dass die auf der gleichen Höhe sind. The steam whistle is now connected. Holmes, what can we do to make the steam whistle work? It is elementary, my dear Watson. We shall need a fire extinguisher. Ja, und The den haben wir fire auch. extinguisher. Now let us see what we have here. Okay. First of all, let us pump the pressure inside the extinguisher. Okay. The steam whistle is ready to be used. Genau, und so hat sich das ja gestern auch angehört. Und so bewegt sich das Licht. Damit haben wir unseren Zug gefunden. Watson, I do believe that we have created an exact replica of the train that vanished in front of us last night. The criminal mind can be most inventive. I am somewhat in awe. So, such a thing is possible. If someone went to all the trouble of creating this fake train, then it was surely with the intention of stealing the real one. Ah, Watson, you should not jump to conclusions. In fact, this does not tell us very much at all, except that the train did not evaporate into thin air. Although you half suspected it. At any rate, we now need to find where the real train might be hidden. I suggest we use my archives to find a more detailed map of our surroundings. Well, I hope that justifies our having to load your massive archive suitcase onto the cab. It made us extremely unpopular with our driver. Stimmt, er hat ja seinen ganzen Koffer mitgenommen. Okay, erstmal verbinden wir wieder. Hier Zugattrappe und Teile der Draisine. Und das Genau, der Zug ist dann wahrscheinlich früher schon verschwunden.
Und ab da wurde dann dementsprechend die Zugattrappe benutzt. Hier, der Typ hat natürlich einfach gar nicht gecheckt. Weil der nur gesehen hat, oh, Scheinwerfer und das muss dann der Zug sein. Weil der einfach wahrscheinlich ordentlichen Pegel hatte gestern Abend. Aber wir schauen uns mal das Archiv nochmal an. Now we have two maps. We must combine them properly. Was? Kann ich... Ne, da kann ich es nicht hinter. Ah, warte mal, da. Da ist es, ey. Ey, Mann! Mann. So, Here da it ist es. is. There is a side branch to the railway. Its first switch is located between Bridlington and Chesterfield stations. There is one more station to be visited. It is located between Chesterfield and Evesham, and there should be a side railway to the nearby quarry. There is a small section of a railway at the end of Evesham Station. Okay. Das heißt, es gibt also genug... A fake train. Ah, ist ja gut. Es gibt also genug Möglichkeiten noch, wo der Bahnhof, wo der Zug hätte langfahren können. Also wir gehen, denke ich mal, erstmal bei der Eisenbahnweiche hier hin. Hier könnte er natürlich dann einfach in diesen Erdrutsch oder diese Mine gebracht werden. Aber wir gucken uns jetzt erstmal auf jeden Fall die Eisenbahnweiche an und gucken mal, was wir da noch vielleicht finden. Genau, die Gegend um die Eisenbahnweiche untersuchen. Das ist jetzt unsere Aufgabe. Und das kriegen wir doch mal hin, würde ich sagen. So. Da sind wir auch schon. Hier ist dann, also der kam ja aus Bridlington und fuhr nach Chesterfield. Ist das richtig? Genau, er kam aus Bridlington, fuhr dann nach Chesterfield. Das heißt in diese Richtung hier. Und hier ist genau diese Abzweigung, die der Zug dann vermutlich genommen hat. Und dieser folgen wir doch jetzt einfach mal. Was ist da denn noch im Boden? Okay, nix. Und hier muss also irgendwo der Zug dann dementsprechend lang gefahren sein. Ha. Okay. Oder auch nicht. Also zumindest dürfen wir da nicht lang gehen. Dann gucken wir uns einfach mal hier die Weiche an. The switch is rusted, but it still works. Ja, gut. Gucken wir uns jetzt hier das angucken. Okay, it still works, ja. Die Spuren werden ja aber vermutlich von uns kommen. Mann, das finde ich ein bisschen doof. Also ich meine, ich mag ja keine unsichtbaren Wände und so. Aber sich dann einfach so komplett zurückzusetzen, das ist ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Aber okay, dann schauen wir doch mal, was es hier noch so gibt. Aber wahrscheinlich werden wir hier auch gleich wieder weggeportet. Genau. Okay. A fake train. Ja, du bist aber auch... What a clever and devilish trick. Okay, aber hier, das haben wir untersucht. Eisenbahnweiche, dann... The switch is rusted, but it still works. Kann er hier lang fahren und fährt da lang. Aber... Was haben wir denn hier noch? Gibt es hier noch was? Oh, okay, untersuchen Sie das nebengleich, das bei der Eisenbahnweiche beginnt. Okay, das haben wir ja hier. Können wir dann... Haben wir ja hier, also das ist der Bahnhof. Dann gehen wir mal zu dem Bahnhof hier. Gucken, was da noch so ist. Ich weiß gar nicht, ob das der Bahnhof ist, wo wir vorhin schon mal waren, oder ob das jetzt ein anderer Bahnhof ist. Da müssen wir erstmal schauen. Ob wir da was finden können. Ne, in Doncaster waren wir noch nicht. Okay.
Dann gucken wir uns jetzt mal den Bahnhof in Doncaster an und schauen mal, mit wem wir hier noch so reden können. Oh, wer bist du denn? Der... A funny character. He looks anxious. Bestimmt so ein Chilene, oder? Erstmal aufheben. This scent is familiar to me, but in order to recognize it, I must combine my associations into one picture. Natürlich, auf jeden Fall. Muss ich das tun? Okay, was können wir denn überhaupt hier bewegen? Ich kann nur den hier hoch und runter bewegen, okay. Okay, schauen wir mal, was können wir denn hier noch so machen? So könnten wir das Ding noch hinsetzen. So. Das kommt dann dahin. Und das kommt so hin. Tada! A greenish brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. Ricardo. You already know the name of this man? Holmes, you amaze me. No, Watson, I refer to the cigar. It is a Ricardo Turrent, a Mexican cigar of an excellent quality. Quite an expensive one, too. Der nimmt mit. Liegt ja nicht am Boden. Okay, wir... Ach, ich kann auch in Ego-Perspektive spielen? Das ist ja geil. Okay, hier ist ein verbranntes Stück Papier. Das ist sehr This interessant. ashtray is full of ash and cigar stubs. A greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of Okay, da sind die gleichen Zigarren drin, die wir auch These vorhin gefunden ashes haben. and cigar stubs are similar to the one that we found on the floor. Some of the stubs were recently smoked. There are others that appear fairly old. Okay. That means that the fellow spent several days here. Judging by his clothes, he's hardly a traveller or a tramp. Well concluded, my dear fellow. A man who smoked the Ricardo brand of Mexican cigar spent several long days at Doncaster Station. Okay. Dann haben wir hier noch das verbrannte Stück Papier. Apparently, there was a conflict between the Mexicans and the Chileans. This ashtray is full of ash and cigar stubs. Okay, das heißt, können wir das jetzt einmal lesen? Ja, genau, hier ist einmal die Zigarre. Okay. Jetzt das ist nur das Telegramm. Okay, ich weiß gar nicht mehr, war in den Firmen, die der Mr. Robinson, die für 10% schon mal den Prototyp verkauft hat, war da auch eine mexikanische Firma bei? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Würde es aber auf jeden Fall erklären, also diesen Streit zwischen Chilenen und Mexikanern. Aber wir gucken erstmal weiter. Newspaper articles on horse racing. Hurdle, steeplechase and flat racing. He is a true enthusiast, Holmes. Okay. Betting slips for horse racing. Okay. The sums are quite impressive. It can be an expensive vice. This man had probably used all his savings. Oder er hat einfach richtig viel Asche. Kann natürlich auch sein. Vor allem stand das ja, glaube ich, auf Spanisch. Hier. Grand Prix de London oder so. A telegraph. Kann natürlich auch sein, dass der Mexikaner da ordentlich gewettet hat. Aber wir schauen mal weiter, was es hier vielleicht noch so gibt. Hier noch irgendwas steht. Können wir hier reingucken? Nö. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal raus. Holmes, look. There's a flooded area over here. I believe that the flooded area might be worth checking. Da sind doch gerade Luftblasen aufgestiegen. Habt ihr das gesehen? Aber wir gehen erstmal hier fragen. Gehen wir jetzt. Ja, wir gehen mal fragen erst. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes.
and this is Dr. John Watson. We are investigating the case of the vanished train. Is that so? Well, good day, gentlemen. I am Mr. Duff, the station master of this station. I'll be happy to help you in any way I can, but there's not much that I can tell you about last night. Ist das so? Dann bin ich ja mal gespannt. Melancholisch. Okay, melancholisch. Da ja noch. Da ist ein fehlender Knopf. Ringspuren. Also hat er einen Ring eigentlich, aber nicht auf. Keine Amtsuhr. Mhm. Ist das bestimmt gar keiner, oder? It appears that you may be at risk of some flooding along the line here. You mean that the whole bloody lake is at our feet? Quite so. But it is strange, because according to my map there should be a quarry here, and behind that the lake. How should I know? I only arrived here a few months ago. And where did you work before that? I was working in Nottingham, but I asked for a quieter place, so they transferred me here. Life is cheaper. I can't really complain. Okay, wenn er natürlich ordentlich wettet, dann möchte er natürlich auch ein etwas günstigeres Leben haben, damit er mehr verzocken kann. I observe that you are a gambling man, Mr. Duff. You had hoped that your relocation to this small town might have helped ease your addiction, but it was not to be. I beg your pardon? Addiction to what? Ich hab dich. We found a number of horse racing tickets inside your office. Well, we all have our weaknesses. An expensive obsession, surely, for a station master. It is none of your business. I occasionally attend the races with my colleagues. And anyway, that's my private life. Gut, hat er natürlich recht. Ist natürlich sein Privatleben, aber es hilft ihm jetzt gerade nicht in dieser Situation. Did any passengers leave or board the train last night? No. I saw no one as usual. I reported the train's passage by telegraph. Just the same as all the other nights. Der klingt richtig zufrieden. There was a gentleman of Mexican origin, I believe, in the waiting room. Did you notice him? What? A Mexican? Here in the back of beyond? Are you quite sure about that? Ja. Goodbye, sir. It is obvious that we cannot inspect the quarry. Instead, we can check the beach area around the flooded lake. Jawollo, das machen wir jetzt auch. Das machen wir jetzt auch. Und zwar habe ich da blubbert, seht ihr das? Aber ich glaube, hier ist so erstmal nix, glaube ich. Okay, wir können aber da hinten zum Strand fahren. Das machen wir jetzt auch gleich. Alter, wie viele Aufgaben wir haben. Okay, wir fahren mal hier zum Strand. Gucken mal, was wir am Strand noch so finden. Vielleicht ist da irgendwo ein Hinweis, der übersehen wurde, beziehungsweise den wir jetzt erst noch finden. Here we are at the beach that is located near the quarry and Doncaster Station. It doesn't look like a very good place to rest. Da hast du natürlich recht. Okay, hier ist natürlich ordentlich Matsch. These traces were made by carriage. Look. The vehicle pressed this stone into the ground. It would have been quite heavy. Ja, okay, wäre natürlich hier durch so ein... Nothing interesting here. Nothing interesting here. Was soll ich jetzt wissen? The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. Okay. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. Okay. Ich bin gerade so ein bisschen
baff, ehrlich gesagt, was hier gerade so abgeht. Also nicht, dass es jetzt ultra spannend ist, sondern also wie die das alles hier veranstaltet haben, das verstehe ich noch nicht so ganz. Ja, aber ich würde sagen, wir schauen uns das in der nächsten Folge mal hier etwas genauer an. Gucken mal, was hier wirklich abgegangen ist am Strand. Und ja, wir untersuchen natürlich weiter den Fall des verschwundenen Zuges. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt oder sagt, Moritz, du bist so dumm, warum machst du nicht das und das, dann immer raus damit. Ja, ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge von Sherlock Holmes wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.